Was für ein Auftakt! Direkte Fliehende kann man eine Reise epischer beginnen. Und damit hallo meine lieben Freunde und Kupferstecher und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Was macht man mit zu vielen Resturlaubstagen, die dringend weg müssen? Zu wenige, um endlich das fehlende Modul für den Dive Master zu machen. Zu viele, um einfach nur zu Hause rumzuhängen. Für Indonesien, Mexiko oder Thailand reicht die Zeit nicht. Und in Europa das Hauptproblem: die deutschen Sommerferien. Die Lösung? Leicht erreichbar, durch sein riesiges Angebot an Tauchsafaris gut planbar und preislich skalierbar. Richtig, schon wieder Ägypten. Es gab ja mehrere Optionen, aber letztendlich musste ich halt nehmen, was angeboten wurde. Entschieden habe ich mich dann für die Route Nordwracks und Strait of Tiran. Und zumindest Teile dieser Route habe ich ja 2022 schon mal im Rahmen meiner ersten Ägypten-Tour hier gemacht. Und
Ja, so ein bisschen Hype bin ich auf jeden Fall schon, nochmal wieder zur Sizzlegorm zurückzukommen. Und vor allem die Wracks in Abu Nuhas habe ich noch nicht gesehen. Schwerpunkt also diesmal Wracks. Also Freunde, Tour Nummer 3, wieder eine neue Company, wieder ein neues Schiff und damit herzlich willkommen auf der Sea Serpent Contessa. Ich habe hier gestern als Erster eingecheckt, mir direkt einen guten Platz auf dem Dive Deck geschnappt und da das Schiff bis zuletzt nicht voll ausgebucht war, schon im Voraus auf ein Upgrade auf Einzelnutzung der Kabine gepokert. Ja, hat dann auch geklappt. Der Vater weiß halt, wie das Spielchen läuft. Wir sind heute Morgen direkt nach Abu Nuhas gefahren. Auch bekannt als der Schiffsfriedhof, liegt dieses Riff dicht an der Schiffsstraße zum Suezkanal und hat mehr Schiffsleben gefordert als jedes andere Riff im Roten Meer. Landschaftlich sehr reizvoll und mit Korallen bedeckt liegen hier 5 Wracks, von denen 4 im eher flacheren Wasser bis um die 30 Meter liegen. Besonders die 1869 gesunkene Kinetic soll ein Highlight sein, aber auch die Janice D oder Kimon K versprechen jede Menge Spaß mit Altmetall. Wir haben jetzt eben hier direkt unsere Checkdives absolviert. Boring! Ja, aber Checkdives müssen leider sein. Checkdives macht man ja in der Regel, um seine Equipment-Konfiguration auf die aktuellen Gegebenheiten zu testen und daraufhin zu optimieren. Und in meinem Fall heißt das diesmal dünneres Neopren, also weniger Blei. Nur wie viel weniger? Neue, aber dafür schwerere Tech-Flossen, neue Hauptmaske. Auch wenn ich mit der Calibro durchaus zufrieden war, habe ich mir doch nochmal was Besseres gegönnt. Hier, Hollis M1, auch eher aus dem Tech-Diving-Bereich und meiner Meinung nach derzeit die Jakobskrönung unter den Monoglasmasken. Kamera muss halt auch wieder gecheckt werden, denn hier sind seit dem letzten Mal einige Arme und Mounts neu hinzugekommen und damit noch einiges an Eigengewicht. Und auch wenn ich bereits in der kleinen Konfiguration reise, ein extra Schwimmer, um den Abtrieb unter Wasser geringer zu halten. Auch hier muss natürlich getestet werden, wie sich das Ganze in der Gesamtkonfiguration verhält. Denn am Ende geht es ja darum, mit so wenig Blei wie möglich zu tauchen. Und last but not least, ich will ja auch immer bessere Bilder abliefern, also Farbtest. Da ich aufgrund der anstehenden Wracks nur die stärkeren Leuchten dabei habe, muss ich hier nochmal explizit das Zusammenspiel von Lampe und Rotfiltern ab bestimmten Tiefen und Lichtverhältnissen testen. Und auch mehrere Night Dives stehen auf dem Reiseplan, unter anderem heute Abend. Während wir darauf warten, hier eine kleine Roomtour, denn das Schiff habe ich ja jetzt noch gar nicht gezeigt. Tatsächlich ist dieses hier aber mal etwas anders aufgebaut. Rein geht es natürlich hinten über das Dive Deck, aber dahinter, anders als auf den bisherigen Touren, befinden sich erste Kabinen. Der Rest der Kabinen ist standardmäßig unter Deck. Und so sieht dann meine Kabine aus. Der Salon und Speisesaal ist direkt am Sonnendeck auf der ersten oberen Ebene mit 360-Grad-Blick über das Rote Meer. Smart aufgeteilt mit kleiner Bar und viel Platz. Genügend Dekobier scheint auch an Bord zu sein. Oben drüber das Flydeck, ebenfalls sehr geräumige Social Area mit einem zweiten Führerstand. Auch das Dive Deck selber ist schön geräumig mit genügend Platz für Kameras und anderen Kram. Ladestation ist auch vorhanden. Ja, doch, ich würde sagen, bisher das hochwertigste und durchdachteste Boot, auf dem ich hier bislang war. So, gleich geht irgendwann die Sonne unter. Also los, Freunde, fix mal anrödeln und dann mal gucken, was wir hier so zusammengeschraubt kriegen. Meine Damen und Herren, wie Sie sehen, gibt es hier nichts zu sehen. Jetzt darfst du. Boring! Ob das mal der langweiligste Night Dive ever war? Da war ja gar nichts zu holen. Keine Nudies, kein Oktopus, keine Shrimps, nicht mal eine Moräne. Und die bekommt man ja hier in der Regel hinterhergeworfen. Aber gut, da macht man nichts. Ist halt Natur, ne? Morgen früh werden wir hier in Abu Nuhas noch einen weiteren Tauchgang machen, bevor es dann weitergeht Richtung Sinai-Halbinsel, Richtung SS Sizzlegorm. Good night.